Ja, ich kann euch jetzt einen Überblick geben über die Teile, die jetzt an der Corvette alle ausgebaut worden sind. Die liegen jetzt alle hier nach und nach einzeln hier rum. Können wir mal schön einen Blick drauf werfen. Das ist einmal hier das Schaltgetriebe hier unten vor mir und daneben das Lenkgestänge mit dem Lenkgetriebe hier. Und dort liegt der Big Block auf der Palette. Hier kann man die Hinterachse sehen, die Hinterachse schwingen, die Trailing Arms. Und hier die Vorderachse sind die Dreieckslenker mit den Achsspindeln hier und den Bremsscheiben. Hier ist die vordere Feder mit dem vorderen Stabi. Und dann kann man hier weiter sehen, da liegt einmal der Tank mit den Befestigungsbändern und der hintere Stabi. Hier sind die Strut Rods, die Sturzstreben, Bremsleitung. Hier sieht man jetzt das Differential, was ich abgeschraubt habe, hier von dem Differentialträger und der hinteren Feder. Hier sieht man die Antriebswellen, die Bremssättel, Bremsscheiben und vorne die Stoßdämpfer, den Anlasser. Hier noch die Antriebswelle. Ja, und hier noch die Reifen. Und natürlich nicht zu vergessen hier der Rahmen, der jetzt noch ein bisschen hübsch gemacht wird. Und dann können die Teile, nachdem sie bearbeitet sind, da dran gebaut werden. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass der Rahmen hier in der Vergangenheit schon mal bearbeitet worden ist. Das hat man auch in den Body Mounts gesehen und dementsprechend wird hier am Rahmen nicht so viel Arbeit sein. So, ich habe jetzt noch hier diesen Träger ab. Das ist der Differentialträger. Den nehme ich jetzt runter. Und dann kann man noch die Feder abbauen und dann ist das Differential nämlich auch frei. Hier sieht man auch nochmal die Kunststoffblattfeder. Original ist da ja eine Stahlfeder drauf gebaut. Die baue ich jetzt auch noch ab. Und dann haben wir die Differentialeinheit frei. Die gehen aber eigentlich alle recht gut auf, die Schrauben. Sollte man auch gucken, dass da die Schrauben, die gehen mit dem Gewinde ins Stiff. Manchmal ist da auch schon mal ein Gewinde kaputt oder so oder dreht durch. Das sind jetzt alles Punkte, wo man jetzt noch schauen kann und dann eben auch eventuell Reparaturen vornehmen kann. Müssen sich aber alle recht gut drehen. Die sind auch meistens schon ein bisschen ölig vom Differentialöl, was da über die Jahre immer dran runtertropft, und dementsprechend gehen die eigentlich im Regelfall gut auf. Das ist dann hier so eine Halteplatte, die hält die Feder. Und das hier ist jetzt die Kunststofffeder. Die ist wirklich sehr leicht. Ich würde sagen, die wiegt vielleicht 2 Kilo, 3 Kilo maximal im Vergleich zu der Stahlfeder, die locker über 20 Kilo wiegt. Also das ist auf jeden Fall ein enormer Gewichtsverlust bzw. eine Gewichtsersparnis, die man hier mit so einer Kunststoffblattfeder erreicht. Ich mache mal noch einen Überblick hier über die Teile, die sonst so zum Auto gehören. Also hier gibt es noch diverse Karosserieteile, wie zum Beispiel hier die Chromstoßstangen oder die Lenksäule hier. Hier sind auch die vordere Chromstoßstange. Scheinbar hatte der Wagen hier so Chrom-Zierblenden. Hier liegen die Sitze. Das Ganze muss man mal sauber machen, aber ich gehe davon aus, dass da auch vieles nicht mehr verwendet werden kann. Das Heckfenster. Hier gibt es 2 Motorhauben zu dem Auto. Da sieht man auch die Unterschiede. Einmal hier eine Big Block Haube
Und hier die kleinere. Das hier sind die beiden Dachhälften und die Türen. Hinten die Reserveradwanne. Und dort noch ein Plexiglasdach. Auf jeden Fall noch einiges an Arbeit hier, was noch zu erledigen ist. Ja, wie es bei der Corvette weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.